Am Morgen des 16. Juni 2013 herrschte in Arizona die übliche Sommerhitze. Die 19-jährige Studentin Adrienne Celeste Salinas verließ ihre Mietwohnung und verschwand spurlos. Am Tag zuvor hatte sie sich mit ihrem Freund gestritten, einen Unfall gehabt und versucht, ein Taxi zu rufen. Aber seit diesem Moment gab es keine Spuren mehr von ihr. Sie hatte weder Geld noch Ausweispapiere bei sich. Ihre Angehörigen schlugen Alarm. Die Polizei leitete Ermittlungen ein. Freiwillige schlossen sich der Suche an. Woche für Woche blieb die Suche jedoch erfolglos, und erst ein verheerender Sommersturm trug zufällig dazu bei, etwas zu entdecken, das lange Zeit verborgen geblieben war. Aber selbst dieser Fund lieferte keine Antworten, sondern warf nur weitere Rätsel auf. Adrienne Celeste Salinas wurde am 5. November 1993 in Phoenix, Arizona, geboren. Sie war das erste Kind von Rick und Pauline Salinas. 2 Jahre später bekamen die Eheleute einen Sohn, den sie Nathaniel nannten. Die Familie lebte ein normales Leben, bis bei Pauline eine schwere Krankheit diagnostiziert wurde. Nach mehreren Jahren der Behandlung und des Kampfes um ihre Gesundheit starb sie. Zu diesem Zeitpunkt war Adrienne 5 Jahre alt und ihr Bruder 3. Nach dem Tod seiner Frau blieb Rick allein mit 2 kleinen Kindern zurück. Er arbeitete weiter und kümmerte sich gleichzeitig um ihre Erziehung. Seine Aufgabe bestand nicht nur darin, die Familie finanziell zu versorgen, sondern auch den Kindern Aufmerksamkeit zu schenken, damit sie keinen Mangel an elterlicher Fürsorge verspürten. Alle häuslichen und erzieherischen Pflichten lagen allein bei ihm. Rick arbeitete in einem lokalen Unternehmen und war gleichzeitig als Trainer an der Schule tätig, die seine Kinder besuchten. So konnte er mehr verdienen und gleichzeitig mehr Zeit mit seinen Kindern verbringen. Er trainierte die Schulfußballmannschaft, in der sein Sohn spielte, und leitete den Volleyballunterricht, an dem Adrienne teilnahm. Vater und Kinder standen sich sehr nahe. Mit ihm diskutierten sie alle möglichen Fragen, teilten ihre Erfahrungen und baten um Rat. Er war für sie der zuverlässigste Mensch. Adrienne war von klein auf freundlich und kontaktfreudig. Es fiel ihr leicht, mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen. Sie hatte immer viele Freunde, und die Menschen schätzten sie für ihre Aufrichtigkeit, Hilfsbereitschaft und ihr unkompliziertes Wesen. Äußerlich stach Adrienne hervor. Sie war attraktiv, hatte ein auffälliges Äußeres und eine schlanke Figur und zog oft die Aufmerksamkeit des anderen Geschlechts auf sich. Mit 14 Jahren lernte Adrienne Francisco Artiga kennen, einen Schüler, der 1 Jahr älter war als sie. Sie verstanden sich auf Anhieb, begannen viel miteinander zu kommunizieren und kamen sich schnell näher. Aus ihrer Freundschaft entwickelte sich allmählich eine romantische Beziehung. Für Adrienne waren dies die ersten starken Gefühle. Im Freundeskreis wurden sie als Paar wahrgenommen. Francisco war der erste junge Mann, mit dem Adrienne eine enge Beziehung einging. Trotzdem erkannte er keine ernsthaften Verpflichtungen zwischen ihnen an. Er sagte, er sei noch zu jung, nicht bereit für Verantwortung und wolle sich nicht einschränken. Dabei machte er keinen Hehl aus seinen Kontakten zu anderen Mädchen, ging flüchtige Affären ein und kehrte dann ohne Erklärung zu Adrienne zurück. Er sprach nicht über sein Verhalten, bat nicht um Verzeihung und machte keine Versprechungen für die Zukunft. Dennoch blieb die Beziehung zwischen ihnen bestehen und sie kommunizierten weiterhin miteinander. Adrienne machte keine Szenen und zeigte keine Eifersucht. Sie hoffte, dass Francisco mit der Zeit sein Verhalten ändern würde. Das Mädchen blieb ihm treu und glaubte, dass er die Bedeutung ihrer Beziehung verstehen würde. Später schien es, als wäre Francisco ernster geworden, aber diese Zuversicht erwies sich als falsch. Schon während ihrer Schulzeit beschloss Adrienne, Journalistin zu werden. Nach dem Schulabschluss schrieb sie sich an der Universität von Arizona für den Studiengang Fernsehjournalismus und Öffentlichkeitsarbeit ein. Obwohl die Universität in ihrer Heimatstadt lag, beschloss sie, alleine zu leben und zog in eine Mietwohnung in einer ruhigen Gegend. Sie mietete die Wohnung zusammen mit 2 Freundinnen, Alexandra Royce und Ashley Dugan. Sie waren seit ihrer Kindheit befreundet, kannten sich gut und vertrauten einander. Jede hatte ihr eigenes Zimmer, was ein komfortables Zusammenleben ermöglichte, ohne sich gegenseitig zu stören. Rick hatte nichts gegen den Umzug seiner Tochter einzuwenden, zumal sie nicht weit weg wohnte, etwa 20 Autominuten von zu Hause entfernt. Sie hielten regelmäßig Kontakt, telefonierten häufig miteinander und besuchten sich gegenseitig. Zu ihrem 18. Geburtstag schenkte ihr Vater Adrienne ein Auto, was ihr die Fortbewegung erleichterte und die Fahrten nach Hause bequemer machte. Das Studium fiel ihr leicht und sie genoss das Studentenleben.
Aber im zweiten Semester bekam Adrienne einen starken Husten, der lange nicht weggehen wollte. Sie dachte, es sei eine normale Erkältung und versuchte zunächst, sich selbst zu behandeln, ohne einen Arzt aufzusuchen. Ihr Zustand verschlechterte sich. Der Husten wurde stärker. Das Atmen fiel ihr schwer. Die Symptome hielten Tag und Nacht an. Schließlich ging es ihr so schlecht, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Dort stellten die Ärzte eine schwere Pilzinfektion der Lunge fest. Die Krankheit war bereits weit fortgeschritten, sodass die Ärzte eine Notoperation beschlossen. Der größte Teil ihrer linken Lunge, der befallen war, wurde entfernt. Trotz der Schwere der Diagnose verlief die Genesung schnell. Nach einem Monat wurde Adrienne nach Hause entlassen, wo sie ihre Rehabilitation fortsetzte. Nach einigen weiteren Wochen kehrte sie zum Studium zurück und holte die versäumten Vorlesungen ohne Probleme nach. Am 14. Juni 2013 beschlossen die Mädchen, die mit Adrienne in einer Wohnung lebten, eine Party zum Geburtstag einer von ihnen zu veranstalten. Es kamen etwa 40 Gäste, darunter auch Francisco. Nach den Erinnerungen der Teilnehmer verbrachte Adrienne die meiste Zeit in ihrem Zimmer und unterhielt sich kaum mit den anderen. Der Grund dafür war die kürzliche Klärung der Beziehung zu Francisco. Er begann offen mit einem anderen Mädchen zu flirten, ohne Adriennes Anwesenheit zu beachten. Obwohl sie ihm treu geblieben war und sich nie erlaubt hatte, mit anderen Männern zu flirten, bestand Francisco weiterhin darauf, dass er keine ernsthafte Beziehung wolle. Er erklärte, dass er noch nicht bereit für eine feste Bindung sei. Bald kam es zu einem Konflikt zwischen den beiden. Nach dem Streit schloss sich Adrienne in ihrem Zimmer ein. Später kam Francisco zu ihrer Tür. Sie unterhielten sich unter 4 Augen und verließen dann gemeinsam die Wohnung. Nach einiger Zeit kehrte Adrienne allein zurück. Sie ging in ihr Zimmer, packte einige Sachen zusammen und ging wieder. Danach wurde sie von niemandem mehr gesehen. Die Mitbewohnerinnen wachten erst am Nachmittag des 15. Juni mit Anzeichen eines Cutters auf. Nach der Party war die Wohnung in einem chaotischen Zustand. Müll, leere Flaschen, Essensreste, zerbrochene Möbel und herumliegende Sachen. Während sie die Wohnung aufräumten, bemerkten sie nicht sofort, dass Adrienne nicht da war. Niemand öffnete die Tür zu ihrem Zimmer, da man annahm, dass sie noch schlief. Als klar wurde, dass Adrienne nicht zu Hause war, gerieten die Mädchen nicht in Panik. Sie beschlossen, dass sie bei Francisco geblieben war, da sie sich daran erinnerten, dass sie die Party gemeinsam verlassen hatten. Aus diesem Grund suchte fast 2 Tage lang niemand nach ihr, und niemand ahnte, dass etwas Schlimmes passiert sein könnte. Am 16. Juni wurde in den USA der Vatertag gefeiert. Adriennes Vater Rick erwartete, dass seine Tochter wie in den vergangenen Jahren zu ihm kommen würde. Sie tauchte jedoch nicht auf und meldete sich auch nicht. Ihr Telefon war ausgeschaltet. Das beunruhigte Rick und er machte sich selbst auf den Weg zu der Wohnung, in der seine Tochter lebte. Das perfekte Geschenk zur Adventszeit. Erhältlich bei Amazon. Link in der Beschreibung. Die Mitbewohnerinnen waren überrascht, ihn zu sehen, und sagten, dass sie Adrienne seit Freitag nicht mehr gesehen hätten. Sie vermuteten, dass sie nach Hause oder zu Francisco gefahren sei. Rick kontaktierte den jungen Mann, aber dieser erklärte, dass er Adrienne seit der Party ebenfalls nicht mehr gesehen habe. Daraufhin meldete der Vater seine Tochter sofort bei der Polizei als vermisst. Die eintreffenden Ermittler begannen, den Ablauf der Ereignisse zu rekonstruieren. Sie mussten herausfinden, was genau in dieser Nacht passiert war. Zunächst ermittelten sie die Identität aller Partygäste und begannen, Zeugen zu befragen. Außerdem untersuchten sie Adriennes Zimmer, wo ihnen sofort einige Details auffielen. In dem Zimmer befanden sich persönliche Gegenstände der jungen Frau. Ihre Geldbörse mit Bankkarten, ihr Führerschein und ihr Mobiltelefon. Dies warf Fragen auf, da ihre Freundinnen behaupteten, sie habe alles mitgenommen, als sie die Wohnung erneut verlassen habe. Auf dem Boden neben dem Nachttisch lag der Schlüssel zu ihrem Auto. Adrienne hatte keinen Ersatzschlüssel, und das Auto selbst war nicht in der Nähe des Hauses zu finden. Die Ermittler fragten sich, wie konnte das Auto verschwinden, wenn der einzige Schlüssel in der Wohnung geblieben war? Der Verdacht fiel auf Francisco. Er wurde zum Verhör vorgeladen. Er bestätigte, dass es in dieser Nacht tatsächlich einen Streit gegeben hatte, der mit Eifersucht zu tun hatte. Seinen Angaben zufolge beschlossen sie nach dem Streit dennoch zu ihm zu fahren. Aber schon im Auto ging der Streit weiter.
Irgendwann bat Adrienne ihn anzuhalten und stieg aus. Francisco gehorchte und fuhr weg, wobei er das Mädchen allein zurückließ. Gegen 3 Uhr morgens kehrte Adrienne in die Wohnung zurück. Die Party dauerte noch an, aber die meisten Gäste waren stark betrunken und niemand bemerkte ihr Erscheinen. In dieser Zeit begann sie Francisco aktiv anzurufen. Es wurden etwa 5 Anrufe registriert, aber er antwortete nicht. Später erklärte er dies damit, dass er schlafen gegangen sei und den Ton seines Telefons ausgeschaltet habe. Außerdem schrieb sie ihm eine Nachricht: „Ich komme jetzt." Danach nahm sie einige Sachen mit und fuhr wahrscheinlich mit dem Auto los. Nach etwa einer Stunde kam sie jedoch zurück, ließ ihre Autoschlüssel, ihr Telefon und ihre Geldbörse in der Wohnung, zog sich um und ging wieder. Diesmal endgültig. Wie sich später herausstellte, verschwand sie zu diesem Zeitpunkt. Die Polizei überprüfte die Aufzeichnungen der Verkehrsunfälle in dieser Nacht. Gegen 4 Uhr morgens ging bei den Rettungsdiensten ein Anruf eines Zeugen ein, der einen Verkehrsunfall meldete. Er hatte gesehen, wie ein silberner Chevrolet die Kontrolle verlor, gegen einen Bordstein prallte und schwer beschädigt wurde. Die Vorderräder waren durchgeschlagen und die Stoßstange abgerissen, woraufhin das Auto plötzlich vom Unfallort davonfuhr. Der Zeuge wollte herankommen und helfen, aber der Fahrer war verschwunden. Er merkte sich das Kennzeichen des Autos und gab es dem Disponenten durch. Später stellte sich heraus, dass es sich um Adriennes Auto handelte. Als die offizielle Suche begann, durchsuchten Francisco und der Vater des Mädchens die umliegenden Straßen. Sie fanden das Auto in einer Seitenstraße unweit der Wohnung. Das Fahrzeug war beschädigt. Die Vorderräder waren durchgeschlagen, die Stoßstange fast abgerissen. Alles stimmte mit der Beschreibung des Unfallortes überein. Kriminaltechniker kamen sofort zum Fundort des Autos, um es zu untersuchen und mögliche Spuren zu sichern, die bei den Ermittlungen helfen könnten. Im Inneren des Autos wurden jedoch weder Blutspuren noch Anzeichen eines Kampfes oder fremde Fingerabdrücke gefunden. Das Auto war verschlossen und mit einer Alarmanlage gesichert. Auf der Grundlage aller gesammelten Daten konnte die Untersuchung den wahrscheinlichen Ablauf der Ereignisse rekonstruieren. Zwischen Adrienne und Francisco kam es zu einem Konflikt. Später versöhnten sie sich und fuhren gemeinsam mit seinem Auto weg. Unterwegs kam es jedoch zu einem neuen Streit und Adrienne stieg aus dem Auto aus und beschloss, zu Fuß nach Hause zu gehen. Als sie in die Wohnung zurückkehrte, versuchte sie, Francisco zu erreichen, konnte ihn aber nicht anrufen. Dann beschloss sie, selbst zu ihm zu fahren. Da sie betrunken war, verlor Adrienne wahrscheinlich die Kontrolle über das Fahrzeug, prallte gegen einen Bordstein, beschädigte das Auto und floh vom Unfallort, möglicherweise aus Angst, ihren Führerschein zu verlieren. Gegen Morgen kehrte das Mädchen in die Wohnung zurück, zog sich um, ließ aber aus unbekannten Gründen alle ihre persönlichen Gegenstände zurück, Telefon, Dokumente und Schlüssel, und verließ die Wohnung erneut. Wohin sie ohne Kommunikationsmittel und Geld ging, blieb unklar. Auch die mögliche Spur von Francisco warf Fragen auf, aber er wurde bald aus dem Kreis der Verdächtigen ausgeschlossen. Er erklärte sich bereit, sich einem Lügendetektortest zu unterziehen, und laut Ermittlungen hatte er nichts mit dem Verschwinden zu tun. Bevor sie die Wohnung endgültig verließ, versuchte Adrienne ein Taxi zu rufen. Die üblichen Dienste funktionierten nicht, und sie rief ein kleines lokales Privattaxiunternehmen an. Das war der letzte ausgehende Anruf von ihrem Telefon. Das Unternehmen gehörte Thomas Simon und seinem Sohn Thomas Simon Jr. Beide wurden von der Polizei befragt, aber nicht zur Polizeistation vorgeladen. Mit jedem wurde ein Telefongespräch geführt. Der Vater befand sich im Büro, der Sohn war unterwegs. Als er angerufen wurde, hielt er am Straßenrand an, um den Anruf der Strafverfolgungsbehörden anzunehmen. Simon Jr. sagte, dass der Anruf tatsächlich von Adrienne gekommen sei. Allerdings habe er gerade eine vorherige Bestellung fertiggestellt. Seinen Angaben zufolge habe Adrienne zugestimmt, zur Tankstelle zu kommen, damit er sie dort abholen könne. Als er dort ankam, war das Mädchen jedoch nicht da. Er wartete eine Weile, versuchte sie anzurufen, erhielt jedoch keine Antwort und fuhr weiter. Diese Aussage wurde durch die Aufzeichnung der Überwachungskameras an der Tankstelle bestätigt. Das Auto fuhr tatsächlich gegen 4:30 Uhr morgens dort vor, stand etwa 15 Minuten lang und fuhr dann weiter, ohne jemanden mitzunehmen. Am Abend desselben Tages erhielt die Polizei einen Anruf von einer Frau, die früher am selben Tag als Beifahrerin im Auto von Thomas Simon Jr. mitgefahren war. Sie berichtete, dass der Fahrer während der Fahrt einen Anruf von der Polizei erhalten habe
und das Auto am Straßenrand angehalten habe, um zu telefonieren. Die Frau bemerkte, dass der junge Mann während des Telefongesprächs sichtlich angespannt und sehr nervös wirkte. Nachdem er das Gespräch beendet hatte, stieg er aus dem Auto, öffnete den Kofferraum und holte einen Gegenstand heraus, der ihrer Aussage nach einer Säge ähnelte. Dann setzte er sich wieder ans Steuer und fuhr weiter. Das Verhalten des Fahrers kam der Frau seltsam vor. Als sie später aus den Nachrichten vom Verschwinden der Studentin erfuhr und dies mit dem Telefonat des Fahrers mit der Polizei in Verbindung brachte, beschloss sie, den Vorfall den Strafverfolgungsbehörden zu melden. Diese Information machte die Ermittler stutzig, und sie beschlossen, Simon Junior persönlich zu befragen. Außerdem wurde ein Durchsuchungsbefehl für sein Auto und sein Haus erwirkt. Bei der Durchsuchung wurden jedoch keine verdächtigen Gegenstände, einschließlich einer Säge, gefunden. Im Auto wurden weder Blutspuren noch andere Beweise entdeckt. Die Verdachtsmomente konnten nicht bestätigt werden und eine Anklage war nicht möglich. Während des Verhörs verhielt sich der junge Mann gereizt und weigerte sich zu kooperieren. Er wollte einige Fragen nicht beantworten und verweigerte den Lügendetektortest. Trotz seines Verhaltens wurden keine direkten Beweise gefunden, die ihn mit dem Verschwinden von Adrienne in Verbindung brachten. Die Ermittlungen gerieten allmählich in eine Sackgasse. Es tauchten keine neuen Beweise auf. Augenzeugen konnten nichts berichten und der Aufenthaltsort des Mädchens blieb unbekannt. Die Hoffnung, sie lebend zu finden, schwand allmählich. Einen Monat nach ihrem Verschwinden, im Juli 2013, kam es in Arizona zu einem schweren Hurrikan mit Regenfällen und Gewittern. Am 21. Juli kam es im östlichen Teil von Phoenix zu einer großflächigen Überschwemmung. Die Flüsse traten über die Ufer, das Wasser trug Trümmer und Gegenstände mit sich. Diese Überschwemmung war eine der verheerendsten der letzten 10 Jahre. Am 6. August 2013, als das Wasser zurückging, ging ein Anwohner mit seinem Hund in dem von der Überschwemmung betroffenen Gebiet spazieren. Er suchte das Gebiet nach Gegenständen ab, die er mitnehmen könnte. Stattdessen stieß er auf menschliche Überreste. Unmittelbar danach meldete er seinen Fund der Polizei, da er annahm, die Leiche eines Ertrunkenen gefunden zu haben. Die Überreste wurden zur Identifizierung und Untersuchung an ein kriminaltechnisches Labor geschickt. Die Gerichtsmediziner kamen zu dem Schluss, dass der Tod vor mehr als einem Monat eingetreten war. Die Überreste gehörten einer jungen Frau, und aufgrund deutlicher Spuren chirurgischer Eingriffe, insbesondere des Fehlens eines Teils der Lunge, kam die Vermutung auf, dass es sich um die im Juni verschwundene Adrienne handeln könnte. Diese Annahme wurde später durch DNA-Analysen bestätigt. Aufgrund der starken Verwesung des Gewebes konnte die genaue Todesursache nicht festgestellt werden. Die Experten konnten auch nicht bestimmen, ob die Verstorbene Gewalt körperlicher oder sexueller Art ausgesetzt gewesen war. Auf dem Körper konnten keine fremden DNA-Spuren gefunden werden. Besondere Aufmerksamkeit erregte eine Verletzung. Die Handfläche der linken Hand fehlte. Die Verletzung war so stark zerstört, dass nicht festgestellt werden konnte, ob sie mit einem Instrument amputiert worden war oder sich durch die Einwirkung des Wassers während der Überschwemmung gelöst hatte. Die Überreste wurden etwa 50 Kilometer von dem Ort entfernt gefunden, an dem das Mädchen zuletzt gesehen worden war. Unter Berücksichtigung der Strömungsrichtung des Flusses wurde vermutet, dass die Leiche vom Wasser mitgerissen worden sein könnte. Wo sich die Leiche ursprünglich befand, bevor sie von der Strömung mitgerissen wurde, konnte nicht festgestellt werden. Obwohl die Umgebung mit Suchhunden abgesucht wurde, fanden sich weder weitere Hinweise noch persönliche Gegenstände des Mädchens. Die Todesursache blieb ungeklärt. Am Körper wurden weder Schuss noch Stich- oder Schnittwunden festgestellt. Der Fall kam erneut zum Stillstand. Aufgrund fehlender neuer Erkenntnisse wurde die Untersuchung eingestellt. Doch fast 2 Jahre nach Adrians Verschwinden wandte sich ein Mann namens Kim Azaria an die Polizei. Er erklärte, dass er seinen Bekannten Brian Miller des Mordes an dem Mädchen verdächtige. Miller war in bestimmten Kreisen unter dem Spitznamen Zombiejäger bekannt. Trotz seines Alters, er war zu diesem Zeitpunkt über 50 Jahre alt, nahm er aktiv an Veranstaltungen wie der Comic-Con, Themenpartys und Cosplay-Festivals teil. Er erschien stets im gleichen Outfit, das im Laufe der Jahre zu seinem erkennbaren Alter Ego geworden war. Selbst sein Auto gestaltete er im Stil von Zombie-Filmen, mit künstlichen Beschädigungen und Flecken aus Kunstblut. Im Alltag verhielt sich Brian zurückhaltend und vorsichtig. In der Öffentlichkeit jedoch zeigte er sich als seine Figur auffällig und aktiv, machte aber gleichzeitig einen beunruhigenden Eindruck.
Anfang 2015 wurde Miller zum Verdächtigen in einem Mordfall, der sich vor mehr als 2 Jahrzehnten ereignet hatte. Im Jahr 1992 verschwand die 22-jährige Angela Brazil. Später wurde ihre Leiche in einem Kanal gefunden, mit Anzeichen von Gewalt und Amputation der Hand und des Fußes. Im Jahr 1993 verschwand die 17-jährige Melinda Lewis. Auch sie wurde tot am Fluss gefunden. An ihrem Körper wurden Spuren von Gewalt festgestellt und ein Teil ihrer Überreste fehlte. Der Mörder konnte damals nicht ermittelt werden. Obwohl zu jener Zeit biologisches Material aus den Leichen der Opfer entnommen wurde, fand sich in der DNA-Datenbank keine Übereinstimmung. Erst Jahre später, mit der Weiterentwicklung der Technologie, konnte festgestellt werden, dass beide Verbrechen von derselben Person begangen worden waren. Die Identität blieb bis 2015 unbekannt, als Miller selbst sein genetisches Material in eine öffentliche Datenbank einstellte. Er nutzte einen Test einer bekannten Firma im Rahmen eines Programms zur Suche nach Verwandten. Nachdem er den Test abgegeben hatte, lud er das Ergebnis in eine öffentlich zugängliche Datenbank hoch, wo es automatisch mit den in den Polizeiarchiven gespeicherten DNA-Proben abgeglichen wurde. So geriet Miller zufällig ins Visier der Ermittler. Kim Azaria, der Miller seit vielen Jahren kannte, führte persönliche Tagebuchaufzeichnungen. Als er von der Aufdeckung alter Fälle erfuhr, begann er seine Notizen und die Ereignisse der vergangenen Jahre zu analysieren. Er stellte fest, dass Brian Miller in der Nacht des Verschwindens von Adrienne bei einer Veranstaltung in der Nähe ihres Wohnortes anwesend war. Miller veröffentlichte Fotos von dieser Party in den sozialen Netzwerken und gab dabei den Ort an. Der Zeitrahmen stimmte mit dem Zeitraum überein, in dem Adrienne zuletzt gesehen wurde, sodass sie sich zufällig begegnet sein könnten. Außerdem stellte sich heraus, dass Miller zu dieser Zeit in einem Lokal in der Nähe des Flusses arbeitete, an dem später Adriennes Überreste gefunden wurden. Die von Kim Azaria bereitgestellten Informationen waren interessant, mussten jedoch sorgfältig überprüft werden. Millers Haus wurde mehrfach durchsucht, aber es war praktisch unmöglich, dort etwas zu finden. Seine gesamte Wohnung glich einer Müllhalde, und jeder Raum war buchstäblich mit allerlei Gegenständen vollgestopft, von Büchern, Schallplatten und Comic-Kostümen bis hin zu kaputten Möbeln und Geräten, die der Mann über Jahre hinweg in seine Wohnung geschleppt hatte, um sie irgendwann zu reparieren oder in etwas Nützliches umzuwandeln. Trotzdem konnte dort nichts gefunden werden, was Brian mit dem Tod der jungen Adrienne in Verbindung brachte. Der Verdächtige selbst bestritt kategorisch seine Beteiligung am Verschwinden und möglichen Tod der Studentin und behauptete, sie nie gesehen zu haben, obwohl alle Verbrechen eine auffällige Ähnlichkeit aufwiesen. Erst im April 2023 kam der Fall Brian Miller vor Gericht. Er wurde für schuldig befunden, Angela Brazil und Melinda Lewis ermordet zu haben, wofür er jeweils zu 30 Jahren Haft verurteilt wurde. Der Mann wurde auch verdächtigt, 1992 eine weitere junge Frau getötet zu haben, doch aus bislang ungeklärten Gründen wurde von der Leiche keine DNA des Täters gesichert, sodass die Schuld nicht bewiesen werden konnte. Der Fall Adrienne kam nie vor Gericht. Aufgrund des Mangels an stichhaltigen Beweisen gab es in den vergangenen Jahren weder Verdächtige noch neue Zeugen oder wesentliche Hinweise. Dieses Verbrechen bleibt unaufgeklärt. Eine der rätselhaftesten und düstersten Geschichten der Stadt Phoenix. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.